Hallo Welt, na, alles klar? Boah. Es ist schon wieder 3 Wochen her, dass ich das letzte Video gemacht habe. Mal wieder habe ich es einfach verpennt. Und es ist sogar einiges passiert in der Zwischenzeit. Am Samstagmittag habe ich erfahren, dass mein Auto fertig ist. Da habe ich mich erstmal richtig gefreut, weil das eine Woche schneller ging, als ich erwartet hatte. Allerdings steht das Auto natürlich in Bayern. Zum Glück hatte ich eine Möglichkeit, spontan nach Bayern zu kommen, sodass ich im Grunde hier mittags losgefahren bin, bis Mitternacht nach Bayern gefahren bin und da dann mein Auto abgeholt habe von einem Parkplatz der Werkstatt und dann auch direkt wieder nach Hause gefahren bin. Das heißt, ich war ungefähr 12 Stunden im Auto, aber 6 von diesen 12 Stunden bin ich mein eigenes Auto wieder gefahren. War ein bisschen gruselig, weil es halt mitten in der Nacht war und ich habe dem Auto nach dieser ganzen Geschichte nicht mehr ganz so vertraut. Ich habe jederzeit damit gerechnet, dass ich liegen bleibe einfach, aber zu meiner großen Überraschung bin ich tatsächlich am Ziel angekommen. Yay! Als ich mein Auto letzte Woche abgeholt habe, bin ich mit einem Freund zusammen über Frankfurt nach Bayern gefahren. Fun Fact, dieses Wochenende war ich schon wieder in Frankfurt. Ich bin also letzte Woche einmal über Frankfurt nach Bayern gefahren und gestern am Samstag war ich auch wieder in Frankfurt, weil der Freund, mit dem ich sowieso unterwegs war, dort einen Termin hatte. Während des Termins war ich dann unterwegs in der Gegend und habe mir zum Beispiel Idstein angeguckt. Eine sehr schöne Stadt, sehr alte Kirchturm und generell auch sehr alte Gebäude, was eigentlich ganz schön ist. Ich denke, wenn Touristen nach Deutschland kommen, haben die ungefähr so Städte im Kopf wie Idstein. Deswegen fand ich das da auch ganz schön und habe mir gedacht, ich zeige davon jetzt mal ein bisschen. Auf dem Rückweg haben wir uns eigentlich spontan wie immer dazu entschieden, mal bei Hambach vorbeizufahren und zu gucken, was denn da gerade los ist. Für die, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben, bei Hambach steht der Hambacher Forst, also im Grunde ein Wald, und direkt daneben wird Tagebau betrieben von RWE und dieses Waldstück soll jetzt abgerodet werden. Und dagegen gibt es dann viele Demonstranten, die zum Beispiel auch erwirkt haben, dass dieser Hambacher Forst eben nicht abgerodet wird. Nachdem die Demonstranten mit Hambach jetzt also einmal Erfolg hatten und Blut geleckt haben, wird jetzt also versucht, generell Braunkohle abzuschaffen. Ich glaube nicht, dass denen das gelingt, aber wer weiß. Als wir dort ankamen, war es schon sehr dunkel, das heißt, auf den Aufnahmen sieht man generell erstmal nichts. Ein paar Stunden bevor wir dort angekommen waren, hatten wohl schon hunderte Demonstranten eine Bahntrasse belagert, um einfach zu verhindern, dass Braunkohle darüber abtransportiert werden kann. Tatsächlich hatten wir auch Polizeikontakt. Wir sind dort also auch ein bisschen rumgerannt und haben uns das alles angeguckt. War auch sehr interessant. Aber plötzlich kam uns irgendwie ein Panzerwagen entgegen. Ohne von der Polizei kontrolliert zu werden. Gehen Sie dazu bitte Richtung Hof in Richtung Lautsprecherfahrzeug der Polizei und dann in Richtung Straße. Darüber können Sie diesen Bereich verlassen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Da, wo die ganzen anderen Kopflampen sind. Ja, genau. Wir sind mit Panzer hier, musst du dir mal vorstellen. Weswegen? Okay, wir werden jetzt weggeschickt. Wir werden gebeten, weiterzugehen. Das ist ein Aufklärungsheli, oder? So, wir kommen gerade von der gesperrten Autobahn, wo die Demonstranten heute Nacht alles gestürmt haben.
Wir wurden auch schon jetzt gebeten zu gehen. Machen wir das einfach mal. Auf den Gleisen befinden sich weitere Demonstranten und geben Sprechchöre von sich. Leider ist da kein Rankommen mehr. Die Polizei hat den direkten Zugang abgeschnitten. Also, wir sind gerade am Hambacher Forst. Da hinten befindet sich das riesige Loch, wo einfach nichts ist, der Tagebau. Und wir sind jetzt hier hinter der Absperrung, genau hinter der Absperrung geparkt. Anarchie, yay! Hier kann man tatsächlich am besten parken. Und als wir hier gerade angehalten haben, hier ist Einfahrt verboten, haben wir in ungefähr 600-700 Meter Entfernung schon ein Auto gesehen, das plötzlich auch anging, Fernlicht angemacht hat und zu uns kam. Ein Streifenwagen mit, ja, das war kein Streifenwagen, was war das, ein Einsatzwagen, ne? Ja, genau. War auch komplett voll mit Menschen, das war schon ganz interessant. Und ich bin mir sicher, die sind jetzt nur hier vorbeigefahren, ohne was zu sagen. Die werden bestimmt nachher nochmal wiederkommen, auch wieder ohne was zu sagen, aber die gucken grimmig. Und grimmig gucken können die gut. Das haben wir gerade schon an den Gleisen festgestellt und mal gucken, ob das heute noch Probleme gibt. Ich hoffe ja nicht. Das war schon sehr überraschend, muss ich zugeben, aber die werden schon wissen, was die da machen müssen, ne? Den Demonstranten geht es natürlich bei der ganzen Aktion um die Umwelt. Klar, mir persönlich ist Umwelt jetzt auch nicht ganz unwichtig. Was ich allerdings noch viel schlimmer eigentlich finde, ist, die Leute, die dort in den Dörfern wohnen, die jetzt alle abgerissen werden für den Tagebau, die verlieren alle ihr Zuhause, ne? Das ist ja schon im Grunde eine Vertreibung. Die werden zwar irgendwo entschädigt, immerhin, aber so wirklich geil ist das auch nicht. Stell dir mal vor, du hast da vor 10, 20 Jahren ein Haus gebaut und jetzt wird einfach gesagt, ja, das ganze Dorf wird abgerissen. Und um ehrlich zu sein, war das im Grunde schon auch der Hauptteil meines Wochenendes jetzt, ne? Das heißt, am Samstag bin ich mal wieder nach Frankfurt gefahren, zusammen mit einem Freund, hab da die Gegend mir angesehen. Danach Hambach, war ganz interessant tatsächlich, mal irgendwo bei zu sein, was man sonst nur aus den Nachrichten kennt. Ja, und heute ist Sonntag, mache ich das Video und ich finde, sonntags ist ganz gut, wenn man ein bisschen Ruhe hat. Was ich auf jeden Fall noch sagen wollte ist, im letzten Video habe ich ja dazu aufgerufen, auch ein paar Kommentare zu schreiben, damit ich ein bisschen Feedback bekomme und Input habe und weiß, was ich machen soll. Und tatsächlich habe ich ein paar Kommentare bekommen. Also dafür schon mal vielen Dank. Könnt ihr gerne weiter so machen, finde ich ganz gut, weil dann ist das nicht ganz so eine Einbahnstraße. Wenn ihr das Video wirklich bis hierhin geguckt habt, dann hier würde ich jetzt den Hut abnehmen, wenn ich einen tragen würde. Danke dafür auf jeden Fall. Das ist eine nette Unterstützung und zeigt mir, dass ich es zumindest nicht ganz falsch mache. Und ja, im Grunde war es das tatsächlich schon. Ja, wenn ihr Bock habt, könnt ihr jetzt wahrscheinlich noch weitere Videos gucken, die hier oder da eingeblendet werden. Vielleicht auch hier genau auf mir. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.